Lektion 1: Abenteuer mit verlorenem Gepäck. Es ist eine große Erleichterung, dass die Fluggesellschaft mein Gepäck nach 3 langen Tagen endlich zum Hotel geliefert hat. Ich kann mir nur vorstellen, wie stressig das für Sie gewesen sein muss. Haben Sie sich Sorgen um Ihr Hab und Gut gemacht? Absolut. Ich war etwas nervös, vor allem, weil ich wichtige Dinge darin hatte. Bei Fluggesellschaften und ihrer Gepäckbehandlung ist es immer ein Glücksspiel, nicht wahr? Ja, aber ich habe versucht, positiv zu bleiben und das Beste aus der Wartezeit zu machen. Das ist eine tolle Einstellung. Konnten Sie die Gegend erkunden, ohne Gepäck? Ja, ich habe einige tolle Geschäfte vor Ort entdeckt und sogar ein paar neue Restaurants ausprobiert. Es stellte sich also als ein ziemlich unerwartetes Abenteuer heraus? Genau. Ich denke, manchmal kann man Freude an den unerwarteten Herausforderungen des Reisens finden. Lektion 2: Reisewünsche. Ich habe von meinem nächsten Reiseziel geträumt und tendiere zu Thailand, Vietnam oder Indonesien. Wow, das sind alles unglaubliche Möglichkeiten. Jedes Land hat seinen eigenen Charme und seine eigene Kultur. Ich weiß, oder? Mich faszinieren besonders die wunderschönen Landschaften und reichen Traditionen dieser Regionen. Und das Essen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie köstlich die lokale Küche an jedem Ort sein muss. Genau. Ich habe Erstaunliches über das Streetfood in Thailand und die frischen Meeresfrüchte in Vietnam gehört. Und die freundlichen Einheimischen machen das Erlebnis immer noch unvergesslicher, finden Sie nicht? Absolut. Der Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Kulturen bereichert unsere Reiseerlebnisse. Also, was ist Ihre erste Wahl? Zu welchem tendieren Sie am meisten? Ehrlich gesagt, sie klingen alle so verlockend, aber ich glaube, Thailand steht im Moment ganz oben auf meiner Liste. Lektion 3: Halskettenjagd. Hey, hast du in letzter Zeit irgendwelche stylischen Halsketten gesehen? Ich bin auf der Suche nach etwas Neuem und Einzigartigem. Ich habe vor kurzem tatsächlich einige wunderschöne Stücke in einer Boutique in der Nähe entdeckt. Sie hatten eine solche Auswahl. Das klingt vielversprechend. Ich liebe es, Accessoires zu finden, die ein Outfit mühelos aufwerten können. Genau. Eine Statementkette kann einen schlichten Look in etwas ganz Besonderes verwandeln. Bevorzugen Sie bei Ihrem Schmuck kräftige Farben oder dezentere Töne? Ich tendiere eher zu dezenten Tönen, sie scheinen zu fast allem zu passen, was ich trage. Das ist eine tolle Strategie. Vielseitige Stücke sind immer die Investition wert. Und auch das Tragen mehrerer Halsketten kann einen schicken Look kreieren. Haben Sie das schon einmal ausprobiert? Ja. Es verleiht dem Gesamtbild wirklich Tiefe und Interesse. Lektion 4: Reservierungsnotwendigkeit. Meinst du, wir sollten in dem neuen Restaurant in der Stadt einen Tisch reservieren? Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, vor allem, weil es in letzter Zeit viel Aufsehen erregt hat. Ja, ich habe gehört, dass die Warteschlangen während der Stoßzeiten ziemlich lang sein können. Durch eine Reservierung müssen wir nicht warten, was immer ein Plus ist. Genau. Außerdem beruhigt es uns, wenn wir wissen, dass ein Tisch für uns bereitsteht. Und wir können unseren Abend entsprechend planen, ohne uns um kurzfristige Änderungen sorgen zu müssen.
Haben Sie eine bestimmte Uhrzeit für das Abendessen im Sinn oder sollen wir uns einfach treiben lassen? Ich denke, es wäre klug, einen früheren Zeitpunkt anzustreben, damit wir in Ruhe essen können. Das klingt perfekt. Rufen wir an und sichern uns unseren Platz für einen schönen Abend. Lektion 5: Work-Life-Balance. Ich habe versucht, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu finden, und es war nicht einfach. Das ist ein häufiges Problem. Welche Strategien haben Sie verwendet, um dieses Gleichgewicht zu erreichen? Ich habe begonnen, klarere Grenzen zwischen meiner Arbeitszeit und meiner Freizeit zu ziehen. Das ist ein toller Ansatz. Festgelegte Zeiten können wirklich dabei helfen, Stress zu bewältigen. Ja, und ich lege Wert darauf, über den Tag verteilt regelmäßig Pausen einzuplanen. Diese Pausen sind wichtig. Sie können Ihre Energie wieder aufladen und die Produktivität steigern. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, wie selbst kleine Anpassungen einen großen Unterschied machen können. Wie steht es mit Ihrer Freizeit? Finden Sie Möglichkeiten, sie voll und ganz zu genießen? Daran arbeite ich. Ich habe angefangen, Hobbys nachzugehen, die mir außerhalb der Arbeit Freude bereiten. Lektion 6: Vielfalt schaffen. Es ist interessant, wie der Immobilienmarkt bei so vielen Arten von Gebäuden funktioniert, von alten geräumigen Häusern bis hin zu eleganten modernen einstöckigen Gebäuden. Ja, jeder Typ hat seinen eigenen Charme und spricht den Lebensstil unterschiedlicher Menschen an. Genau. Manche bevorzugen die Geschichte und den Charakter älterer Häuser, während andere die Schlichtheit moderner Designs bevorzugen. Und die Gestaltung eines Hauses kann großen Einfluss darauf haben, wie wir leben und mit unserer Umgebung interagieren. Absolut. Offene Grundrisse in modernen Häusern schaffen ein Gefühl von Raum und Fluss. Ältere Häuser haben oft einzigartige Merkmale, die eine Geschichte erzählen, finden Sie nicht? Ja, diese komplizierten Details können den Charakter einer Immobilie wirklich verbessern. Es ist faszinierend, wie Gebäude die Zeit und Kultur widerspiegeln, in der sie gebaut wurden. Und bei so vielen verfügbaren Optionen ist es spannend zu sehen, wie Menschen ihren Stil in ihren Wohnräumen zum Ausdruck bringen. Lektion 7: Feurige Persönlichkeiten. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass manche Menschen eine so starke Persönlichkeit haben? Sie können ziemlich temperamentvoll oder feurig sein. Ja, es ist faszinierend. Diese Eigenschaften sorgen oft für dynamische und spannende Interaktionen. Ich stimme zu. Menschen mit einer starken Persönlichkeit neigen dazu, leidenschaftlich und durchsetzungsfähig zu sein, was inspirierend sein kann. Absolut. Ihre Energie kann ansteckend sein und andere in ihrer Umgebung motivieren. Aber manchmal kann diese Leidenschaft auch zu Missverständnissen führen. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist wichtig, Stärke und Empathie ins Gleichgewicht zu bringen. Genau. Starke Persönlichkeiten können Gespräche antreiben, erfordern aber auch eine sorgfältige Steuerung. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Selbstdarstellung und Rücksichtnahme auf andere zu finden. Auf jeden Fall. Wenn Sie lernen, diese feurigen Eigenschaften zu schätzen, kann dies zu tieferen Verbindungen führen. Lektion 8: Einkaufsspaß. Ich denke, wir sollten das Beste aus unserem heutigen Einkaufsbummel machen, das klingt nach einem Plan. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon darauf, das neue Einkaufszentrum zu erkunden, das gerade eröffnet wurde.
Ich habe so viel Gutes darüber gehört. Ich habe darauf gewartet, diese neuen Geschäfte zu sehen, insbesondere den Laden für technische Gadgets. Ich könnte ein neues Telefon gebrauchen. Oh, ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Außerdem habe ich gehört, dass es dort ein tolles Kaffee gibt. Wir sollten unbedingt etwas trinken gehen. Das ist eine perfekte Idee. Ein wenig Koffein gibt uns Energie, während wir die Gegend erkunden. Genau. Und ich wollte schon lange ein schönes Outfit für die bevorstehende Party finden. Vielleicht finde ich ja etwas Besonderes. Sie haben immer ein tolles Auge für Mode, ich bin sicher, Sie werden etwas Umwerfendes finden. Danke. Und ich helfe Ihnen bei der Auswahl des richtigen Telefons. Die Auswahl kann überwältigend sein. Das weiß ich zu schätzen. Gemeinsames Einkaufen macht viel mehr Spaß und Freude. Lektion 9: Aufklärung und Freiheit. Die europäische Aufklärung war eine faszinierende Epoche, in der sie zeigte, dass Gedankenfreiheit genau genommen Freiheit von religiöser Kontrolle bedeutet. In der Tat. Es war bemerkenswert, wie die Denker dieser Zeit den Status quo in Frage stellten und sich für individuelle Rechte einsetzten. Ihre Ideen legten den Grundstein für die moderne Demokratie. Können Sie sich vorstellen, in einer Zeit zu leben, in der das Infragestellen von Autoritäten so revolutionär war? Es muss aufregend, aber auch gefährlich gewesen sein. Viele wurden wegen ihres Glaubens und ihrer Schriften verfolgt. Ja, es ist unglaublich, wie weit wir gekommen sind. Diese mutigen Menschen haben ganze Generationen dazu inspiriert, kritisches Denken zu entwickeln. Und ihr Einfluss ist noch heute spürbar und erinnert uns daran, dass Gedankenfreiheit für den Fortschritt unabdingbar ist. Absolut. Es ist eine Erinnerung daran, unsere Fähigkeit zu schätzen, uns ohne Angst auszudrücken. Jede Generation muss diese Freiheit weiterhin aufrechterhalten und sicherstellen, dass neue Ideen gedeihen können. Das stimmt. Es ist für Innovation und sozialen Wandel unerlässlich. Wir verdanken diesen frühen Pionieren so viel. Lektion 10: Snackzeit. Gestern Abend hatte ich gehofft, dass Sie meine Lieblingschipsmarke im Automaten hätten. Welche Marke ist das? Es muss gut sein, wenn du darauf hoffst. Es ist der würzige Nacho-Geschmack, es ist mein ultimatives heimliches Laster. Oh, die kenne ich. Die machen süchtig. Hast du welche im Automaten gefunden? Leider nein. Ich habe mich am Ende mit Brezeln zufrieden gegeben, die mir einfach nicht geschmeckt haben. Das ist echt ärgerlich. Snacks können einem manchmal die Laune verderben oder sie sogar heben. Genau. Ich habe mich auf das Knusprige und Würzige gefreut, das meinen Abend verschönern würde. Nun, vielleicht können Sie sich das nächste Mal vor der Nacht damit eindecken. Tolle Idee. Ich sollte immer einen Vorrat meiner Favoriten zur Hand haben. Lektion 11: Schlossträume. Haben Sie schon einmal einen Ort besucht, der Sie an ein großes europäisches Schloss erinnerte? Ja, es ist faszinierend, wie manche Orte in Nordamerika dasselbe majestätische Gefühl hervorrufen können, finden Sie nicht? Absolut. Architektur hat etwas Bezauberndes, das einen in die Vergangenheit zurückversetzt. Ich erinnere mich an den Besuch eines historischen Herrenhauses, bei dem ich das Gefühl hatte, in ein Märchen einzutauchen. Die Details waren atemberaubend. Diese komplizierten Designs und üppigen Gärten lassen Sie die Kunstfertigkeit der Vergangenheit wirklich schätzen. Und die Geschichten hinter solchen Orten verleihen ihnen eine zusätzliche magische Ebene und machen jeden Besuch einzigartig.
Es ist erstaunlich, wie die Geschichte durch diese Mauern widerhallen und Geschichten aus der Vergangenheit flüstern kann. Ich stimme zu und es gibt einem das Gefühl, mit einer längst vergangenen Zeit verbunden zu sein, obwohl man noch in der Gegenwart ist. Solche Orte wecken ein Gefühl des Staunens. Lektion 12: Suche nach Schlafqualität. Ich habe darüber gelesen, wie wichtig guter Schlaf für unsere allgemeine Gesundheit ist, und es ist faszinierend, wie sehr er unser Leben beeinflusst. Ja, es ist überraschend, wie viele Menschen diesen Aspekt übersehen. Dabei ist er sowohl für das geistige als auch für das körperliche Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung. Ich stimme voll und ganz zu. Eine Schlafenszeitroutine kann entscheidend zu einem besseren Schlaf beitragen. Genau. Einfache Änderungen, wie die Reduzierung der Bildschirmzeit vor dem Schlafengehen, können eine tiefgreifende Wirkung haben. Und auch das Schaffen einer beruhigenden Atmosphäre im Schlafzimmer, beispielsweise durch Dimmen des Lichts und die Verwendung beruhigender Düfte, kann hilfreich sein. Auf jeden Fall. Es geht darum, eine Umgebung zu schaffen, die Entspannung und Erholung fördert. Darüber hinaus kann die Einhaltung eines regelmäßigen Schlafrhythmus wirklich dabei helfen, unsere innere Uhr zu regulieren. Auf diese Weise können wir erfrischt aufwachen und sind bereit, den Tag in Angriff zu nehmen. Lassen Sie uns gemeinsam diese kleinen Veränderungen für einen gesünderen Lebensstil vornehmen. Lektion 13: Grundlagen der Vernetzung. Wenn jemand neu im Business Networking ist, ist das Üben Ihres Elevator-Pitches wirklich wichtig, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Auf jeden Fall. Ein gut formulierter Pitch kann Türen öffnen und wertvolle Kontakte knüpfen. Es kommt darauf an, den ersten Eindruck zu hinterlassen. Genau. Sie möchten schnell Aufmerksamkeit erregen und effizient kommunizieren, wer Sie sind und was Sie tun. Und es hilft, Ihren Pitch auf Ihr Publikum zuzuschneiden. Das Verständnis seiner Interessen kann einen großen Unterschied machen. Stimmt. Außerdem kann das Üben vor Freunden dazu beitragen, Ihre Präsentation zu verbessern und Ihr Selbstvertrauen zu stärken. Ja, Feedback ist entscheidend. Dadurch können Sie Anpassungen vornehmen und sich sicherer fühlen, wenn Sie mit Fremden sprechen. Welche Tipps haben Sie für jemanden, der beim Networking nervös ist? Ich würde sagen, konzentrieren Sie sich darauf, authentisch zu sein. Die Leute schätzen Authentizität und interagieren eher mit Ihnen. Das ist ein toller Tipp. Beim Aufbau von Beziehungen geht es um persönliche Kontakte und nicht nur um den Austausch von Visitenkarten. Lektion 14: Budgetierung für die Demografie. Wenn ich die ältere Bevölkerungsgruppe betrachte, sehe ich die Notwendigkeit, ein gewisses Budget für gezielte Marketingstrategien bereitzustellen. Auf jeden Fall. Durch die Anpassung unseres Ansatzes können wir die Interaktion mit diesem Publikum deutlich verbessern. Es ist entscheidend, Ihre Vorlieben und Ausgabegewohnheiten zu verstehen. Auf diese Weise können wir effektive Kampagnen erstellen. Ja. Und wir sollten auch die bevorzugten Kommunikationskanäle berücksichtigen, nicht jeder nutzt soziale Medien. Genau. Traditionelle Medien kommen bei Ihnen möglicherweise immer noch gut an, daher könnte ein ausgewogener Ansatz der Schlüssel sein. Darüber hinaus kann die Ausrichtung von Gemeinschaftsveranstaltungen eine persönliche Verbindung fördern und den Teilnehmern das Gefühl geben, wertgeschätzt und verstanden zu werden. Das ist eine brillante Idee. Der direkte Austausch mit der Community kann auch wertvolle Einblicke in deren Bedürfnisse liefern. Und es ermöglicht uns, Vertrauen aufzubauen, das für langfristige Geschäftsbeziehungen unerlässlich ist. Lassen Sie uns einen Vorschlag ausarbeiten, indem wir unser Budget und unsere Strategien darlegen.
Ich glaube, wir könnten damit wirklich etwas Lektion bewirken. 15, Wunder der Sternenbeobachtung. Haben Sie schon einmal eine Sternschnuppe gesehen? Sie schießen über den Himmel und hinterlassen eine lange Spur aus buntem Sternenstaub, die einfach faszinierend ist. Ja, sie scheinen den ganzen Himmel zu erhellen, nicht wahr? Es ist, als würde das Universum nur für uns eine Show veranstalten. Genau. Ich erinnere mich noch gut an das letzte Mal, als ich einen Meteorschauer beobachtet habe. Es war magisch und ich habe den Nachthimmel noch mehr wertgeschätzt. Es weckt wirklich ein Gefühl des Staunens. Jede Sternschnuppe fühlt sich an wie ein Wunsch, der darauf wartet, erfüllt zu werden. Apropos Wünsche, was würden Sie sich wünschen, wenn Sie jetzt eine Sternschnuppe sehen könnten? Ich glaube, ich würde mir mehr Abenteuer und schöne Momente wie diese wünschen. Das Leben ist zu kurz, um es nicht in vollen Zügen zu genießen. Das ist ein wunderbarer Wunsch. Lasst uns gemeinsam mehr schöne Momente in unserem Alltag finden. Ich stimme zu. Die Natur hat so viel zu bieten, wir müssen uns nur die Zeit nehmen, es zu schätzen. Und Sternegucken ist eine perfekte Möglichkeit, sich zu entspannen und mit dem Universum in Verbindung zu treten. Wir sollten das öfter tun. Lektion 16. Grundlagen des Check-ins. Bei Reisen ist es immer am besten, uns im Voraus zu informieren und uns beim Check-in mitzuteilen, ob es besondere Anforderungen gibt. Auf jeden Fall. Es erleichtert dem Personal die Vorbereitung und sorgt für einen reibungsloseren Ablauf für alle Beteiligten. Wenn es außerdem eine Begrenzung der Gepäckstückzahl gibt, ist es wichtig, dies im Voraus zu wissen, um Überraschungen zu vermeiden. Genau. Es geht darum, vorbereitet zu sein. Das Letzte, was Sie wollen, ist, am Flughafen überrascht zu werden. Und wenn Sie die Regeln verstehen, können Sie Zeit und Stress sparen. Es macht den gesamten Prozess viel angenehmer. Ja, und Sie können sich auf die spannende Reise konzentrieren und müssen sich nicht um die Logistik kümmern. Lassen Sie uns eine Checkliste für unsere nächste Reise erstellen, die alle wichtigen Dinge enthält, die wir vor der Abreise bestätigen müssen. Tolle Idee. Mit ein wenig Planung können wir uns ein fantastisches Abenteuer sichern. Ich freue mich darauf. Mit einem soliden Plan können wir die Reise wirklich genießen, ohne dass es zu Zwischenfällen kommt. Lektion 17, Arbeit und Bau. Für ein erfolgreiches Bauprojekt müssen Materialien abgebaut, Ziegel gebrannt und zur Baustelle transportiert werden. Ja, und es ist faszinierend, wie Arbeiter, Bauern, Soldaten und sogar Kriminelle im Laufe der Geschichte zu solch monumentalen Aufgaben beigetragen haben. Es ist ein Beweis für die erforderliche gemeinsame Anstrengung, jeder Ziegelstein erzählt eine Geschichte harter Arbeit und Entschlossenheit. In der Tat. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, wie viele Menschen am Bau einer so einfachen Sache wie einer Mauer beteiligt sind. Und die Fähigkeiten, die sie im Laufe der Zeit entwickelt haben, unterstreichen die Bedeutung der Arbeit für die Gestaltung unserer Umwelt. Auf jeden Fall. Jeder Arbeiter spielte eine wichtige Rolle in seiner Gemeinde und musste seine Aufgaben oft unter schwierigen Bedingungen erfüllen. Es erinnert an den Wert der Teamarbeit und die Opfer, die gebracht werden, um dauerhafte Strukturen zu schaffen. Ja, und das Verständnis dieser Geschichte kann unsere Wertschätzung für die Gebäude, die wir täglich sehen, vertiefen. Lassen Sie uns mehr über das Leben dieser Arbeiter erfahren. Ihre Geschichten verdienen es, erzählt und in Erinnerung behalten zu werden. Lektion 18. Der soziale Status der Frau. Besonders im Westen des Landes ist es interessant zu sehen, dass Frauen im Vergleich zu anderen Regionen einen hohen sozialen Status hatten. Absolut.
Es ist faszinierend, wie unterschiedlich gesellschaftliche Normen sein können und wie sie die Rolle und die Chancen von Frauen beeinflussen. Ja, und in diesen Bereichen hatten Frauen oft mehr Freiheiten und Rechte, was es ihnen ermöglichte, einen bedeutenden Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Es ist bemerkenswert. Ihr Engagement in verschiedenen Bereichen hat die Gemeinschaft geprägt und einen Präzedenzfall für zukünftige Generationen geschaffen. Genau. Das Verständnis dieses Kontexts kann uns helfen, die Fortschritte zu würdigen, die heute bei der Gleichstellung der Geschlechter erzielt werden. Und es unterstreicht, wie wichtig es ist, sich überall für die Rechte der Frauen einzusetzen. Vielerorts sind noch Fortschritte nötig. Das stimmt. Lasst uns weiterhin die Errungenschaften von Frauen im Laufe der Geschichte und in unseren Gemeinden feiern und unterstützen. Dem kann ich nur zustimmen. Das Teilen dieser Geschichten kann andere inspirieren und zu einer integrativen Gesellschaft beitragen. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie wir das Bewusstsein für den Beitrag von Frauen stärken können. Das könnte einen echten Unterschied machen. Lektion 19: Historische Ereignisse. Der Dezember 1990 war ein entscheidender Moment, insbesondere als kurz darauf im Fernsehen Ereignisse auftraten, bei denen muslimische Homosexuelle als kranke Kreaturen angeprangert wurden. Es war eine Zeit erheblicher Spannungen und Missverständnisse. Die Darstellung in den Medien kann die gesellschaftliche Einstellung stark beeinflussen. Auf jeden Fall. Eine negative Repräsentation kann die Stigmatisierung und Diskriminierung marginalisierter Gemeinschaften verewigen. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie weit wir seitdem gekommen sind und welche Herausforderungen auch heute noch bestehen. Ja, die Anerkennung dieser Geschichte ist für die Förderung des Dialogs und des Verständnisses zwischen verschiedenen Gruppen von entscheidender Bedeutung. Und es erinnert uns an die Bedeutung einer verantwortungsvollen Medienberichterstattung. Worte haben Macht und prägen die Wahrnehmung. Genau. Wir müssen uns für inklusivere Narrative einsetzen, die Vielfalt feiern, anstatt sie herabzuwürdigen. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir zu positiven Veränderungen in der Mediendarstellung beitragen können. Jede Anstrengung zählt. Ich bin voll und ganz dafür. Gemeinsam können wir dazu beitragen, eine mitfühlendere und informiertere Gesellschaft zu schaffen. Lektion 20: Wanderabenteuer. Beide Optionen klingen wunderbar, aber wie wäre es mit einer Wanderung in den Bergen? Das wird ein Abenteuer. Das klingt fantastisch. Ich liebe es, von Natur umgeben zu sein. Es ist so erfrischend für Körper und Geist. Genau. Außerdem ist die Aussicht von oben immer atemberaubend, nichts übertrifft dieses Erfolgserlebnis. Ich stimme voll und ganz zu. Und Wandern ist eine großartige Möglichkeit, von der Technik abzuschalten und wieder zu uns selbst zu finden. Ja. Lass uns eine Route planen, die anspruchsvoll und dennoch angenehm ist. Ich möchte sicherstellen, dass wir ein tolles Erlebnis haben. Perfekt. Und wir sollten ein paar Snacks und Wasser einpacken, um unterwegs Energie zu haben. Auf jeden Fall. Besonders auf längeren Strecken ist es wichtig, immer genug Energie zu haben. Und wir sollten unterwegs viele Fotos machen. Ich möchte alle schönen Momente festhalten. Super Idee. Lass uns auch ein paar Freunde einladen, in der Gruppe macht Wandern immer noch mehr Spaß. Lektion 21: Virtuelle Überlastung. Wissen Sie, die Verbundenheit mit der virtuellen Welt kann sich manchmal überwältigend anfühlen, finden Sie nicht? Absolut. Online ist immer etwas los und es kann schwierig sein, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Stimmt's?
Ich ertappe mich oft dabei, wie ich durch die sozialen Medien scrolle und mich ausgelaugt statt voller Energie fühle. Genau. Manchmal brauche ich einfach eine Pause von meinen Geräten, um neue Energie zu tanken. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, eine Balance zwischen der digitalen und der realen Welt zu finden. Auf jeden Fall. Haben Sie schon einmal versucht, bestimmte Zeiten für den Abruf Ihrer Nachrichten oder E-Mails festzulegen? Ja, das hilft sehr. So kann ich mich ohne Ablenkung auf andere Aktivitäten konzentrieren. Das sollte ich unbedingt ausprobieren. Vielleicht fühle ich mich dann weniger unter Druck gesetzt, sofort antworten zu müssen. Absolut. Außerdem haben Sie Zeit, den Moment zu genießen, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, was online passiert. Lektion 22, der Baum des Lebens. Er braucht dringend Lukis Beratung, denn es scheint, als hätte er mit seinen Gefühlen zu kämpfen. Ich weiß, oder? Manchmal habe ich das Gefühl, dass sein Hund Snoopy beliebter ist als er. Es ist lustig, wie Haustiere ihm die Show stehlen können, aber es kann für ihn auch schwierig sein. Auf jeden Fall. Und das kleine rothaarige Mädchen, das er mag, scheint ihn nie zu bemerken. Das muss hart für ihn sein. Es ist hart, wenn jemand, den man mag, einem keine Aufmerksamkeit schenkt. Genau. Es kann dazu führen, dass er sich noch unsicherer fühlt. Ich hoffe, er erkennt, dass er über diese Aufmerksamkeit hinaus noch viel mehr zu bieten hat. Ja, und es ist wichtig für ihn, sein Selbstwertgefühl unabhängig von der Meinung anderer aufzubauen. Auf jeden Fall. Vielleicht könnte ihm das Gespräch mit jemandem wie Lucy wirklich helfen, seinen Wert zu erkennen. Lektion 23, Unternehmensforschung. Konnten Sie sich vor dem Vorstellungsgespräch über das Unternehmen informieren? Ja, ich habe Ihren Hintergrund gründlich studiert und das hat mir wirklich einige großartige Einblicke verschafft. Das ist fantastisch. Wenn Sie Ihre Mission und Werte kennen, können Sie Fragen effektiver beantworten. Absolut. Außerdem konnte ich meine Erfahrungen mit den Anforderungen der Bewerber abgleichen. Das ist clever. Haben Sie bestimmte Projekte von Ihnen gefunden, die Ihnen besonders aufgefallen sind? Ja, Ihre jüngste Initiative zur Nachhaltigkeit hat mich sehr beeindruckt. Sie zeigt, dass Ihnen die Umwelt am Herzen liegt. Das ist ein riesiger Pluspunkt. Es ist heutzutage so wichtig, Teil eines Unternehmens zu sein, das Wert auf Nachhaltigkeit legt. Ich stimme zu. Es ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, und ich hoffe, zu Ihren Bemühungen beitragen zu können. Es klingt, als wären Sie gut vorbereitet. Ihr Wissen wird im Vorstellungsgespräch auf jeden Fall zum Vorschein kommen. Lektion 24, Ressourcenmanagement. Es ist erstaunlich, wie die Umsetzung dieser Strategien zur Einsparung von Ressourcen und Energie beiträgt, finden Sie nicht? Ich stimme voll und ganz zu. Wir sollten auch versuchen, andere zu ermutigen, ähnliche Praktiken zu übernehmen. Ja, die Verbreitung von Bewusstsein kann erhebliche Auswirkungen auf unsere Umwelt haben. Genau. Kleine Veränderungen in unserem Alltag können insgesamt zu großen Verbesserungen führen. Haben Sie darüber nachgedacht, einen Workshop zu organisieren, um diese Ideen mit anderen zu teilen? Das ist eine tolle Idee. Es wäre eine tolle Möglichkeit, Menschen zu motivieren und sie zum Handeln zu inspirieren. Außerdem entsteht ein Gemeinschaftsgefühl, da wir gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Auf jeden Fall. Menschen sind oft motivierter,
wenn sie sehen, dass sich auch andere anstrengen. Ich liebe die Begeisterung. Lasst uns über einige Themen brainstormen, die wir im Workshop behandeln können. Lektion 25, Küstenabenteuer. Wie wäre es, wenn wir für unsere nächste Reise mit dem Zug in die Küstenstadt Valencia fahren? Das ist eine tolle Idee. Wir können dort authentische Paella probieren, die, wie ich gehört habe, fantastisch sein soll. Ja. Ich wollte schon immer das Original probieren, nicht nur die Restaurantversionen. Genau. Und die Aussicht auf die Küste macht die Reise noch angenehmer. Auf jeden Fall. Es wird eine perfekte Mischung aus großartigem Essen und wunderschöner Landschaft sein. Außerdem können wir die lokale Kultur erkunden und vielleicht einige historische Stätten besuchen. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich liebe es, auf Reisen in verschiedene Kulturen einzutauchen. Ich auch. Lasst uns auch ein paar lokale Märkte erkunden. Tolle Idee. Ich kann mir die frischen Zutaten und leuchtenden Farben schon vorstellen. Lektion 26, künstlerische Ambitionen. Ich habe mich schon früher an Porträts versucht und fand es ziemlich herausfordernd, aber auch lohnend. Das ist großartig. Ich wollte schon immer lernen, selbst Porträts zu zeichnen. Es ist eine unglaubliche Fähigkeit, insbesondere wenn man die Persönlichkeit einer Person einfängt. Absolut. Ich liebe es, wie Kunst Emotionen auf so einzigartige Weise ausdrücken kann. Das stimmt. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen Kurs zu belegen, um anzufangen? Das habe ich. Ich denke, eine Anleitung würde mir wirklich helfen, meine Techniken zu verbessern. Das ist ein kluger Schachzug. Von einem erfahrenen Künstler zu lernen, kann einen großen Unterschied machen. Auf jeden Fall. Außerdem würde es Spaß machen, andere mit den gleichen Interessen kennenzulernen. Auf jeden Fall. Im Kunstunterricht entsteht oft eine unterstützende Gemeinschaft, die inspirierend ist. Lektion 27, Bildungsreise. Ich mache derzeit meinen Master in Pädagogik und es war eine ziemliche Reise. Das klingt spannend. Es muss unglaublich wertvoll sein, nebenbei Unterrichtserfahrung zu sammeln. Auf jeden Fall. Es ist lohnend, das Gelernte im echten Unterricht anzuwenden. Das kann ich mir vorstellen. Die direkte Zusammenarbeit mit den Studierenden hilft, ihr Verständnis zu festigen. Ja, und es ermöglicht mir auch, meinen Unterrichtsstil weiterzuentwickeln und herauszufinden, was am besten funktioniert. Das ist wichtig. Konzentrieren Sie sich auf eine bestimmte Altersgruppe oder ein bestimmtes Thema? Ich tendiere zur Grundschulbildung, da es mir Freude macht, junge Köpfe zu fördern. Das ist wunderbar. Frühe Bildung ist so wichtig für die Entwicklung eines Kindes. Ich stimme zu. Ich möchte Ihre Lernerfahrungen positiv beeinflussen. Lektion 28, unterschiedliche Perspektiven. Ich finde es faszinierend, wie die redaktionellen Meinungen verschiedener Autoren unterschiedliche Perspektiven auf aktuelle Ereignisse bieten. Absolut. Es ist wichtig, mehrere Standpunkte zu hören, um das Gesamtbild zu verstehen. Ja, und manche Meinungen können unsere eigenen Überzeugungen in Frage stellen und uns zum kritischen Denken anregen. Auf jeden Fall. Es ist gesund, sich mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Genau.
Es erweitert unseren Horizont und hilft uns, intellektuell zu wachsen. Haben Sie in letzter Zeit besonders interessante Artikel gelesen? Ich bin auf eine gestoßen, in der es um den Einfluss sozialer Medien auf die öffentliche Meinung ging, und das war eine Offenbarung. Das klingt spannend. Ich würde es gerne lesen und meine Gedanken dazu teilen. Ich schicke dir den Link. Es ist immer toll, diese Themen mit jemandem zu diskutieren, der die gleichen Interessen hat. Lektion 29, Yoga-Fortschritt. Wenn Sie mit Yoga anfangen, ist es am besten, mit einfachen Posen zu beginnen und sich nach und nach selbst herauszufordern, oder? Absolut. Es ist wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und sich nicht in fortgeschrittene Posen zu stürzen. Genau. Geduld mit sich selbst ist der Schlüssel, um Spaß an der Übung zu haben und Fortschritte zu sehen. Ja. Ich habe gelernt, dass Beständigkeit wichtiger ist als Perfektion. Auf jeden Fall. Je mehr wir üben, desto stärker und flexibler werden wir mit der Zeit. Dem kann ich nur zustimmen. Jede Sitzung bringt ihre eigenen Herausforderungen und Belohnungen mit sich. Es ist eine Reise und das Feiern kleiner Erfolge auf dem Weg motiviert uns. Auf jeden Fall. Ich finde es toll, dass Yoga auch die Achtsamkeit fördert und uns hilft, im Hier und Jetzt zu bleiben. Ja. Es ist eine ganzheitliche Praxis, die sowohl Körper als auch Geist stärkt. Lektion 30, Zukunftsfragen. Im Moment nicht, aber ich werde Sie informieren, wenn ich nach unserem Gespräch weitere Fragen habe. Das klingt gut. Es ist immer besser, Dinge im Laufe der Zeit zu klären. Ja, und ich schätze Ihre Hilfsbereitschaft, wann immer es nötig ist. Natürlich. Ich bin hier, um Sie zu unterstützen, also zögern Sie nicht, sich an mich zu wenden. Das werde ich. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich jemanden habe, auf dessen Anleitung ich mich verlassen kann. Auf jeden Fall. Wir alle brauchen manchmal ein wenig Hilfe, und das ist völlig in Ordnung. Genau. Ich werde mir Zeit nehmen, alles zu verarbeiten, worüber wir gesprochen haben. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, die Informationen vollständig zu verarbeiten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich melde mich, falls etwas passiert.